Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich ein sehr einfaches mediterranes Essen, das überhaupt nicht viel Arbeit macht und sich außerdem gut vorbereiten lässt: Lachs mit Fenchel überbacken. Hier habe ich eine Fenchelknolle. Der Strunk unten wird abgeschnitten, denn er ist holzig. Die äußeren Pflanzenteile waren etwas unansehnlich, also werden sie mit einem Sparschäler entfernt. Das kann man, muss man aber nicht machen, wenn sie in Ordnung aussehen. Die oberen Stängel sind etwas lang und könnten ebenfalls leicht holzig sein, also werden sie gekürzt. Die feinen grünen Blätter hebe ich aber auf. Sie können später noch als Dekoration dienen. Nun wird der Fenchel halbiert und anschließend in Scheiben geschnitten. Man sollte einigermaßen mundgerechte Stücke erhalten, kann also ruhig auch mal schräg schneiden, damit die Stücke nicht zu groß werden. Eine Pfanne wird erhitzt, Olivenöl und der Fenchel werden dazugegeben. Es wird gesalzen und gepfeffert und noch ungefähr ein Esslöffel Wasser dazugegossen, Deckel drauf und dann wird man den Fenchel bei niedriger Hitze schmoren lassen, bis er weich wird. Bei mir ging das recht schnell. Nach vielleicht 10 Minuten war er weich genug. Den Backofen heize ich jetzt schon mal auf 180 Grad Celsius vor. Bis der Fenchel soweit ist, hat man genug Zeit, die weiteren Zutaten vorzubereiten. Hier habe ich Oliven, die ich vom Kern befreien möchte. Dazu werden sie mit der Messerklinge platt gedrückt. Das kann man daran erkennen, dass der Saft herausspritzt. Dann werden sie aufgeschnitten und dadurch, dass die Olive ihre Form verloren hat, lässt sich der Kern ganz leicht herauslösen. Dazu brauche ich allerdings meine Finger und die Hand ist im Weg, aber ihr könnt mir glauben, dass es ganz einfach geht. Dann habe ich hier noch einen guten Teelöffel Kapern in Salz, welche zur besseren Geschmacksverteilung ein klein wenig klein gehackt werden. Darüber hinaus habe ich noch Anchovies in Salz und sie bringen das Essen auf ein ganz anderes geschmackliches Niveau, also bitte nicht weglassen. Auch die Anchovies habe ich klein geschnitten. 5 Minuten sind rum und es ist an der Zeit, mal nach dem Fenchel zu sehen. Er ist noch nicht so weich, wie ich ihn gerne hätte, das zeigt der Test mit dem Zahnstocher. Der Topfinhalt wird ein wenig gewendet, damit der oben liegende Fenchel eine bessere Chance zum Garen bekommt. Es ist noch genügend Flüssigkeit im Topf, also kommt der Deckel wieder drauf und ich kann mich der Vorbereitung meiner Formen widmen. Der Fenchel wird mit dem Lachs zusammen in einem Papiersäckchen gebacken, en papillote, wie die Franzosen sagen. Hier habe ich eine kleine ofenfeste Form. Mit dieser Form muss nichts gemacht werden. Hier habe ich Backpapier, das ich quadratisch zugeschnitten habe. So trocken ist es aber recht störrisch, weswegen ich es kurzerhand unter den Wasserhahn halte, damit es sich mit Wasser vollsaugen kann. Anschließend wird es gut ausgepresst, vielleicht nochmal ausgeschlagen und auf die Form gelegt. Der Fenchel ist nun mittlerweile gar, was ein Test mit dem Zahnstocher bestätigt. Er wird vom Herd genommen. Nun werden die Anchovies und die Kapern zum Fenchel gegeben, die Oliven müssen sich noch etwas gedulden. Anchovies und Kapern werden nun im Fenchel verteilt und dabei sollte man etwas Geduld aufbringen und alles sorgfältig verteilen, damit sich der Geschmack der beiden Zutaten gleichmäßig entfalten kann. Hier ist wieder das Backpapier, das zugegebenermaßen recht abenteuerlich aussieht, aber es funktioniert gut. Darauf wird nun der Fenchel verteilt. Und jetzt kommen auch endlich die Oliven zum Zuge. Man kann die Papiersäckchen auch auf einem Backblech in den Ofen geben und dann auf Tellern servieren. Aber so geht es einfacher und bleibt heißer. Den Lachs muss man aber nicht unbedingt noch kurz anbraten. Das Anbraten hat aber den Vorteil, dass sich Röstaromen bilden können und darum geht es ja immer beim Kochen. Anschließend wird der Lachs auf dem Fenchel verteilt. Zum Schluss gebe ich auch noch ein paar halbierte kleine Tomaten zum Lachs. Ich hatte das ursprünglich nicht so geplant, aber es macht sich farblich sehr gut und geschmacklich passt es zum mediterranen Thema. Wer noch etwas Fenchelgrün zur Hand hat, kann das auch noch zu den Tomaten geben.
Hier habe ich eine Wäscheklammer aus Holz. Das Papier falte ich nun, wie gezeigt, so zusammen, dass sich nach Möglichkeit ein Päckchen bildet und mit Hilfe der Wäscheklammer verschließe ich es. Nun kommen die beiden Formen für 10 bis 15 Minuten in den Backofen, damit der Fisch fertig garen kann. Nach dem Backen kommen die Päckchen noch verschlossen auf den Tisch. Jeder Gast öffnet seine eigene Portion. Das hat den Vorteil, dass der Duft des Essens noch unter Verschluss bleibt und erst entweichen kann, wenn man seine Mahlzeit öffnet. Lachs und Fenchel ergänzen sich geschmacklich sehr gut. Oliven, Kapern und Anchovy geben eine sehr erfrischende mediterrane Würze. Dieses Essen ist unheimlich lecker und ich hoffe wirklich, ihr probiert es einmal aus. Es lohnt sich. Hier ist noch die Zutatenliste. Lachs mit Fenchel überbacken für 2 Personen. Eine Fenchelknolle, Olivenöl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, 10 Oliven in Öl, 1 Teelöffel Kapern in Salz, nicht in Essig, 2 Anchovisfilets in Salz, ebenfalls nicht in Essig, 200 Gramm Lachs oder mehr, 5 kleine Tomaten, Fenchelgrün, falls vorhanden. Dazu reicht man Weißbrot. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!